Dieser Satz fiel nicht in einem Streit, nicht in einem Moment großer Dramatik, nein, er kam leise, beiläufig, während meine Tochter sich einen Löffel Suppe zum Mund führte. Es war Mittag, der Tisch war gedeckt, die Sonne schien durch das Fenster, das Brot duftete frisch. Alles hätte ein gewöhnlicher Sonntag sein können, wäre da nicht dieser eine Satz gewesen, der mir den Boden unter den Füßen wegzog. Sie sah mich nicht einmal an, als sie es sagte. Vielleicht war das Schlimmste daran. Es war, als würde sie einen Vertrag aufkündigen, als würde sie einen Namen aus einem alten Adressbuch streichen. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte, wie sich mein Magen zusammenzog. Ich blickte zu meinem Enkel, der still an seinem Saft nippte, zu meinem Schwiegersohn, der sich demonstrativ in sein Handy vertiefte. Niemand sagte etwas, niemand widersprach. Es war, als hätte ich mich in Luft aufgelöst, noch bevor ich überhaupt aufgestanden war. Doch ich stand auf, langsam, bedächtig. Ich ging zum Kaminsims. Den Umschlag hatte ich Wochen zuvor vorbereitet. Irgendetwas in mir hatte geahnt, dass dieser Tag kommen würde. Ich legte ihn hin, nicht versteckt, sichtbar, deutlich. Dann ging ich, nicht aus Wut, nicht aus Trotz, sondern weil ich endlich verstanden hatte. Manchmal ist das Loslassen kein Zeichen von Aufgabe, sondern von Würde. Mein Name ist Clara. Ich bin 69 Jahre alt, aber in meinem Inneren trage ich ein ganzes Jahrhundert an Erinnerungen. Ich war Lehrerin, 40 Jahre lang. Eine von denen, die noch Gedichte auswendig lernen ließ und mit leuchtenden Augen von Literatur sprach. Doch meine eigentliche Berufung lag nie nur im Klassenzimmer. Sie lag in meiner Familie, in meinen Kindern, in meinem Zuhause. Ich habe 2 Kinder großgezogen, Anna Paula und Weiske Daniel. Ihr Vater ging früh, zu früh. Er hatte versprochen, uns nie zu verlassen. Aber Versprechen sind Worte, und Worte tragen nicht immer Gewicht, wenn das Leben unbequem wird. Ich blieb. Mit durchwachten Nächten, 2 Jobs gleichzeitig, Sorgen, die ich niemandem zeigte, und einem Lächeln, das nie verriet, wie oft ich selbst weinen wollte. Ich habe jede Mathearbeit kontrolliert, jedes Pflaster geklebt, jede Gute-Nacht-Geschichte 3-mal vorgelesen. Ich war Mutter, Krankenschwester, Seelsorgerin, Köchin, Schneiderin, Organisatorin, alles in einer Person. Ich war da, immer, auch als sie erwachsen wurden, auch als sie weniger fragten, weniger erzählten, weniger Zeit hatten. Ich stellte mir das Alter anders vor. Ich träumte davon, irgendwann am Fenster zu sitzen, mit Tee in der Hand und dem Lachen meiner Enkel im Hintergrund. Ich wollte kein Heldendenkmal, nur ein Platz im Leben meiner Kinder. Eine Bank, auf der ich sitzen durfte, wenn das Leben weiterzog. Stattdessen wurde ich übersehen, dann überhört und schließlich ausradiert. Es war ein Sonntag. Einer dieser Sonntage, die ich mir lange herbeigesehnt hatte. Ich stand früh auf, bereitete das Essen mit einer Sorgfalt zu, die man nur versteht, wenn man liebt. Lasagne, Annas Lieblingsgericht als Kind, ein frischer Salat für meinen Schwiegersohn, selbstgemachter Pudding für die Enkel. Ich polierte das Besteck, stellte frische Blumen auf den Tisch und wählte eine leise Musik aus dem Radio. Das Haus roch nach Geborgenheit, zumindest für mich. Ich stellte mir vor, wie sie hereinkommen würden, vielleicht mit einem kleinen Lächeln, einem flüchtigen Kuss auf die Wange, einem »Mama, das hast du wieder wunderbar gemacht«. Stattdessen kamen sie wie Gäste, nicht wie Familie. Mit dem Handy in der Hand, mit Gesprächen, die mich ausschlossen. Die Kinder rannten direkt zum Fernseher, die Erwachsenen diskutierten Urlaubspläne, von denen ich nie gehört hatte. Ich erzählte eine kleine Anekdote aus Annas Kindheit, wie sie bei Gewitter in den Wäschekorb kroch und dort einschlief. Ich lachte leise, voller Zärtlichkeit. Doch Anna sah mich nur streng an. »Mama, bitte, wir leben nicht mehr in der Vergangenheit.« Dieser Satz schnitt tiefer als ein Messer. Und noch bevor ich etwas erwidern konnte, kam der nächste Schlag. Beiläufig, kalt, während sie eine Gabel mit Reis zum Mund führte. »Du gehörst nicht mehr zu unserem Leben.« Für einen Moment wurde alles still. Kein Besteckklirren, kein Kinderlachen, kein Räuspern. Ich sah in ihre Gesichter. Niemand widersprach, kein Blick voller Mitgefühl, nur diese unangenehme, drückende Stille, die lauter schmerzte als jeder Schrei. Ich stand langsam auf. Nicht hastig, nicht empört, nur leer. Ich ging zum Kamin, wo der Umschlag seit Tagen auf mich wartete. Ich hatte ihn vorbereitet. Ein Impuls, den ich damals nicht verstand.
Jetzt wusste ich warum. Ich legte ihn auf den Kaminsims, sichtbar unübersehbar. Dann holte ich meine Jacke, verabschiedete mich höflich, als wäre ich nur ein Gast, der zu früh geht, und verließ das Haus. Draußen war es kalt, nicht vom Wetter her, es war Frühling, sondern in mir, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ich ging nach Hause, mein Zuhause, oder das, was davon übrig war. Ich setzte mich auf den Badewannenrand und ließ die Tränen laufen. Still, ohne Geräusche, ohne Drama. Nur Tränen, die aus einer Enttäuschung kamen, die tiefer ging als jeder Verrat. Ich dachte zurück. An die schlaflosen Nächte mit fiebernden Kindern. An die Jahre, in denen ich mir selbst nichts gönnte, nur um ihnen das beste Schulmaterial zu kaufen. An all die kleinen Gesten, die niemand je sah, weil ich sie nicht laut machte. Ich hatte nicht perfekt geliebt, aber ehrlich, und jetzt war ich eine Randfigur, ein Kapitel, das sie schließen wollten. Die Tage danach vergingen wie in Watte. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Versuch, mich zu erreichen, nur Stille. Ich saß oft am Fenster mit einer Tasse Tee und versuchte zu verstehen. War ich zu anhänglich, zu präsent oder einfach nur zu alt? Doch irgendwann kam der Gedanke, der alles veränderte. Vielleicht geht es nicht darum, was ich falsch gemacht habe, sondern darum, wer bereit ist, Liebe zu empfangen. Marina kam mir in den Sinn. Eine ehemalige Schülerin, inzwischen selbst Mutter. Sie besuchte mich seit Jahren, brachte Kuchen mit, hörte zu, fragte nach meinem Wohlbefinden. Keine Blutsverwandte. Und doch, die einzige, die mich sah, wirklich sah. Ihre Wertschätzung war leise, aber echt. Ich öffnete die Schublade meines Schreibtisches und holte das Testament hervor. Ich hatte es längst geschrieben, ein weiterer Impuls, dem ich gefolgt war. In jenem Moment traf ich die endgültige Entscheidung. Ich änderte es. Nicht aus Rache, sondern aus Klarheit. Meine Wohnung, meine Ersparnisse, meine Bücher, alles würde an Marina gehen. Denn Familie ist nicht nur, wer dein Blut teilt. Familie ist, wer dein Herz hält, wenn es zu brechen droht. Die Tage wurden länger, das Licht sanfter. Und doch war es in mir dunkler denn je. Ich vermied den Blick in den Spiegel. Nicht wegen der Falten oder der grauen Haare, daran hatte ich mich gewöhnt. Es war der Blick in meine eigenen Augen, der mir schwer fiel. Dort lag nicht nur Trauer, da lag auch Scham. Die Scham, zu viel erwartet zu haben, zu viel gegeben zu haben, zu lange gehofft zu haben. Die Wohnung war voller Spuren ihrer Kindheit. Auf dem Regal stand noch das Bastelbild von Anna Paula aus der 2. Klasse. Ein Haus, krumm gemalt, mit der Überschrift »Zu Hause ist, wo Mama ist«. Ich starrte es lange an. Der Satz traf mich wie ein Schlag. Wo war dieses Zuhause jetzt? Wer war ich für sie geworden? Manchmal nahm ich das Handy in die Hand, ging die Kontakte durch. Ich zögerte bei ihrem Namen, bei dem ihres Bruders. Ich schrieb Nachrichten, aber ich schickte sie nie ab. Was hätte ich sagen sollen? Ich vermisse euch? Warum? Es gab nichts mehr zu erklären. Nur noch ein riesiges, wortloses Loch zwischen uns. Die Einsamkeit kam nicht auf einmal. Sie kroch langsam in jede Ecke meines Lebens. Der Morgenkaffee schmeckte schal. Das Abendessen war still. Ich redete mit mir selbst laut, nur um meine Stimme zu hören. Ich legte die Fernbedienung absichtlich weit weg, damit ich einen Grund hatte, aufzustehen. Ich machte das Fenster auf, auch wenn es kalt war, nur um zu fühlen, dass draußen noch etwas existierte. Aber so tief der Schmerz auch war, es gab da etwas Seltsames. Etwas, das wuchs, leise, fast unbemerkt. Ein Widerstand, kein Trotz, kein Hass, sondern ein Samen. Ich begann wieder zu lesen. Ich holte alte Briefe hervor, von Schülern, von Freunden. Manche waren Jahrzehnte alt und doch, sie erzählten mir, wer ich war, wer ich bin. Ich begann zu schreiben. Nicht um jemandem zu gefallen, nur für mich. Erinnerungen, Gedanken, kleine Geschichten. Es war, als würde ich mich selbst zurückholen. Und in diesen Texten entdeckte ich eine Wahrheit, die mich trug. Ich war nicht wertvoll, weil ich Mutter war. Ich war wertvoll, weil ich war. Es begann an einem Dienstagmorgen, als ich wie immer früh aufwachte, ohne geweckt zu werden. Die Stille war dieselbe, und doch war etwas anders. Ich öffnete die Vorhänge. Die Sonne fiel weich auf mein Gesicht und zum ersten Mal seit Wochen ließ ich sie gewähren. Ich stand da einfach so und atmete, tief,
als wollte ich alles Dunkle mit einem Zug aus mir herausziehen. Ich entschied, heute gehe ich raus. Kein Ziel, kein Plan, nur gehen. Meine Schritte führten mich zum kleinen Park in der Nähe, dort, wo ich früher oft mit den Kindern war. Ich setzte mich auf eine Bank, die Sonne auf meinem Rücken und schloss die Augen. Der Lärm der Welt wurde zu Musik, das Lachen eines Kindes, das Zwitschern der Vögel, das ferne Bellen eines Hundes. Ein paar Tage später traf ich Marina zufällig im Supermarkt. Sie war eine meiner ehemaligen Schülerinnen, jetzt Mitte 30, mit einem warmen Lächeln und funkelnden Augen. Sie erkannte mich sofort. Wir redeten zuerst kurz, dann länger. Am Ende sagte sie, ich bringe dir am Wochenende Kuchen vorbei, so wie früher, erinnerst du dich? Und sie kam. Nicht aus Mitleid, sondern aus echter Zuneigung. Von da an wurde es ein Ritual. Jeden Samstag kam Marina, manchmal mit Büchern, manchmal mit Fragen über das Leben. Und manchmal einfach nur zum Schweigen. Diese Stille war anders. Sie war heilend. Zwischen uns entstand etwas, das ich lange vermisst hatte. Ehrliche Verbindung. Ich begann der Nachbarschaftsbibliothek ehrenamtlich zu helfen. Ich ordnete Bücher, las Kindern vor. Sie hörten zu. Wirklich. Ihre Augen glänzten, wenn ich Märchen erzählte oder eigene Geschichten vorlas. Manche zeichneten mir kleine Bilder. Andere fragten mich nach Ratschlägen, als wäre ich eine weise Oma. Vielleicht war ich das. Ich fing an, wieder zu lächeln. Nicht, weil alles gut war, sondern weil ich mich wieder spürte. Ich war wieder Teil von etwas. Nicht als Mutter, nicht als Großmutter, sondern als Mensch. Marina brachte irgendwann eine Schachtel mit alten Fotos mit. Darunter war ein Klassenfoto, auf dem sie selbst strahlte, als Kind, voller Träume. Sie waren die erste Person, die an mich geglaubt hat, sagte sie. Ich will jetzt an sie glauben. In diesem Moment wurde mir klar, ich hatte Familie gefunden, nicht durch Blut, sondern durch Liebe, die geblieben war, obwohl sie nie musste. Und genau das ist wahre Familie. Die bleibt, auch wenn nichts mehr selbstverständlich ist. Es war ein Donnerstagabend, als das Telefon klingelte. Die Nummer war mir vertraut. Anna Paula. Mein Herz setzte einen Moment aus. Ich starrte auf das Display, als könne ich damit entscheiden, ob ich die Vergangenheit wieder einlasse oder nicht. Dann nahm ich ab. »Mama?« flüsterte sie, ein Wort. Und in diesem einen Wort Angst, Unsicherheit, vielleicht Reue. Ich schwieg. Zum ersten Mal war ich es, die wartete. Ich habe Marina getroffen. Sie hat mir erzählt von dem Umschlag und dass du sie als Erbin eingesetzt hast. Ich sagte nichts, atmete nur ruhig. »Mama, warum hast du das getan?« Meine Stimme war ruhig, fast sanft. »Weil sie geblieben ist und du bist gegangen.« »Aber wir sind doch deine Familie«, flüsterte sie, als hinge alles von dieser alten Wahrheit ab. »Familie«, murmelte ich, »sind nicht nur die geboren wurden, es sind die bleiben, die fragen, die zuhören, die sehen.« Stille. Dann hörte ich ein Schluchzen. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich war überfordert. Das Leben, die Arbeit, die Kinder. Ich dachte, du würdest es verstehen. Verstehen. Vielleicht. Aber verstehen heißt nicht, dass es nicht weh tut. Sie weinte nun offen. Und ich weinte leise mit. Denn ich hatte diesen Moment oft in Gedanken durchgespielt. Aber nie hatte ich gedacht, dass er wirklich kommen würde. »Kann ich dich besuchen?« fragte sie schließlich. Ich zögerte. Nicht aus Groll, sondern aus Vorsicht. »Du kannst kommen, aber ich bin nicht mehr dieselbe.« Ich weiß. Am Samstag darauf stand sie vor meiner Tür, ohne Geschenke, ohne Blumen, nur sie, mit Augen, die wieder suchten. Ich ließ sie eintreten. Wir sprachen nicht viel, tranken Tee. Marina kam später dazu. Anna war überrascht, wie vertraut wir waren. Aber sie sagte nichts. Nur beobachtete sie, wie ich lachte, wie ich zuhörte, wie ich lebte. Am Ende des Besuchs stand Anna auf, hielt meine Hand und sagte leise, »Du fehlst uns.« Ich sah sie lange an. Dann sagte ich, »Vielleicht musste ich erst mir selbst gehören, bevor ich euch wieder gehören konnte.« Sie nickte. Und zum ersten Mal spürte ich, vielleicht ist nicht alles verloren. Aber was auch immer kommt, ich habe gelernt, dass mein Wert nicht davon abhängt, ob andere mich sehen, denn ich habe mich selbst wiedergefunden. Heute ist mein Haus wieder still.
Aber es ist nicht mehr leer. Es trägt Spuren von Gesprächen, von Lachen, von Briefen auf dem Tisch und selbstgemalten Bildern von Nachbarskindern, die sich beim Vorlesen in meine Kissen kuscheln. Mein Leben ist ruhiger, ja, aber nicht mehr einsam. Ich habe aufgehört zu zählen, wer mich anruft und wer nicht. Ich habe aufgehört, in die Vergangenheit zu flüchten oder auf eine Zukunft zu hoffen, die nie kam. Stattdessen lebe ich den heutigen Tag, und das ist genug. Meine Tür bleibt offen, aber mein Herz hat gelernt, Grenzen zu ziehen. Ich vergebe, nicht um andere zu entlasten, sondern um mich selbst nicht mehr an Enttäuschung zu binden. Und ich liebe, nicht aus Pflicht, sondern aus Freiheit. Anna Paula kommt nun manchmal. Nicht oft. Aber wenn sie kommt, bleibt sie länger. Sie bringt die Kinder mit. Und manchmal bringt sie auch Fragen. Echte Fragen. Über mich, über früher. Und ich erzähle, nicht mehr wie eine Mutter, die um Nähe bettelt, sondern wie eine Frau, die ein erfülltes Leben zu teilen hat. Ich habe verstanden, Familie, wie wir sie kennen, ist nur ein Teil der Wahrheit. Die andere Hälfte entsteht in jedem Menschen, der uns sieht, der uns zuhört, der bleibt, wenn es einfacher wäre zu gehen. Ich bin dankbar für das, was war, für das, was zerbrach und für das, was daraus neu gewachsen ist. Denn manchmal ist das, was uns den Boden unter den Füßen nimmt, genau das, was uns lehrt zu fliegen. Und du? Wurdest du auch schon einmal vergessen von denen, für die du alles getan hast? Hast du auch schon einmal gelernt, deinen eigenen Wert wiederzufinden, ganz ohne Applaus? Erzähl mir deine Geschichte. Denn vielleicht heilt sie gerade das Herz eines anderen, der noch nicht weiß, dass der Anfang seiner Heilung darin liegt, gehört zu werden. Thank you so much for watching.